Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir haben heute mal wieder eine Powerbank hier und diesmal ist es eine ultra kompakte mit einem zugehörigen Ladegerät, wobei das kennt ihr schon, das tun wir mal beiseite. Wir kümmern uns heute um die ChuckTech CP253L oder PB200N, wie auch immer ihr das Ding nennen wollt. Wir gucken es uns im Video einmal kurz an. Viel Spaß mit dem Video. Es ist ja nicht die erste Powerbank von ChuckTech, die wir hier auf dem Kanal haben, diesmal aber eine mit integriertem Kabel und 20.000 mAh insgesamt Kapazität. Das ist natürlich schon eine ganz coole Geschichte, vor allen Dingen, weil das Ding halt relativ leicht und auch kompatibel, natürlich auch kompatibel logischerweise, aber vor allen Dingen portabel ist. Wir sehen auf der Rückseite, es gibt verschiedene Varianten, also verschiedene Farben noch. Ich habe sie im deutschen Amazon Store noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich gibt es sie. Wie gerade eben schon gesagt, 20 mAh Kapazität. 55 Watt maximaler Output, gilt nur für Xiaomi, 45 Watt für den Rest, 40 Watt können wir reinpumpen, also insofern sollte das für die meisten Zwecke schon ausreichen. Die genaue Modellbezeichnung ist PB200N, vielleicht weniger relevant. Größe steht hier nochmal. Wie gesagt, es ist für 20.000 mAh schon kompakt, aber eben halt auch ein leichtes Gerät, würde ich sagen. Wir haben USB-C und USB-A, zwei USB-C Output, ein USB-A Output. Wir können insgesamt, wie gerade eben schon gesagt, 40 Watt reinpacken, 55 Watt kriegen wir raus über USB-C. Und wenn wir dann auf den USB-A-Button gucken oder auf den USB-A-Teil sozusagen, dann sehen wir, dass wir da im Gegensatz zu den 55 über USB-C 33 Watt maximal rausziehen können. Ihr könnt das natürlich auch in verschiedenen Kombinationen tun, das dürfte, denke ich, klar sein. Wir haben ansonsten, was haben wir hier unten noch? Genau, die Rated Capacity. Wir haben 74 Wattstunden, beziehungsweise 75,5 Wattstunden. Wir haben hier unten noch, ja, ansonsten der Rest dürfte, denke ich, klar sein. Also insofern so viel einmal zu den Fakten und im nächsten Schritt packen wir das Ding einmal aus. So, genau das tun wir jetzt auch. Einmal die Verpackung öffnen und wir gucken, was denn so drin ist. Ist meines Erachtens nach, also zumindest die erste Powerbank, die ich von ChuckTech sehe, die ein integriertes Kabel hat. Ich bin da immer etwas zwiegespalten bei integrierten Kabeln, weil das hat natürlich Vor- und Nachteile, muss man ganz klar sagen. Kommen wir dann aber gleich noch zu. Gucken wir erstmal, was hier noch mit drin ist. Dieser Pappteil kann mal weg. So, wir haben hier einen, ja, Quick Start Guide, nenne ich das jetzt mal, der euch nochmal so ein paar Infos gibt dazu, wie das Ganze funktioniert, wobei das bei einer Powerbank natürlich nur in Teilen notwendig ist. Einzig der Modus, um auch Geräte mit einer geringen Spannung zu laden, das ist hier noch verfügbar, das zeige ich euch aber gleich nochmal. So, und dann haben wir hier die Powerbank an sich, hier noch so ein kleines Kärtchen, was steht da noch drauf? Warum die Kapazität niedriger ist, okay, also noch so ein zusätzliches Informationskärtchen, tun wir mal beiseite, ist jetzt für uns weniger relevant. Dann haben wir hier einmal die Powerbank und wir können sie tatsächlich an diesem Kabel schon rausziehen, denn dieses Kabel dient oder kann zumindest dazu dienen, dass ihr es auch daran so ein bisschen festhaltet, wobei ich da mir auch persönlich etwas vorsichtig wäre, gerade bei einem integrierten Kabel. Gut, gucken wir uns das Ding einmal im Detail an. Also vom Grundsatz her seht ihr hier schon, es ist natürlich aus Hartplastik gefertigt oder aus, nicht ganz hart, aber nicht ganz hart. Es ist aus Plastik logischerweise gefertigt. Verarbeitungsqualität ist sehr gut, ist bei ChuckTech bisher immer gewesen. Keine scharfen Kanten, alles fühlt sich gut an, da knarzt nichts. Das ist wirklich richtig gut verarbeitet. Hier an der Seite habt ihr so ein bisschen geriffeltes, dadurch könnt ihr das noch ein bisschen besser halten. Und hier oben ist dann das Kabel verarbeitet, welches halt direkt integriert ist. Ihr könnt das hier theoretisch auch so ein bisschen dran festhalten. Ich glaube, der Hersteller wirbt damit sogar. Ich würde es persönlich nicht machen, gerade weil es eben ein integriertes Kabel ist, würde ich es nicht daran festhalten, weil sonst ich immer das Gefühl hätte, dass dieses Kabel hier irgendwann mal rausreißt. Und das könnt ihr halt nicht selber ersetzen. Insofern wäre das Ding dann zumindest für diesen Port kaputt. Deswegen würde ich es persönlich nicht daran festhalten, aber theoretisch geht es. Deswegen sage ich es auch, es wird hier so eingehängt. Das hält auch, aber es ist halt natürlich keine Option, um es daran durch die Gegend zu schleudern oder ähnliches. Das dürfte, denke ich, klar sein. Auf der Oberseite ansonsten noch die zwei weiteren Ports, einmal USB-A, einmal USB-C. Der zweite USB-C-Port könnt ihr auch, oder beziehungsweise der zweite USB-C-Port dient auch dazu, dass ihr darüber laden könnt. Die 40 Watt könnt ihr auch über den reinpowern. Sprich, selbst wenn das Kabel kaputt sein sollte, das integrierte, könnt ihr die Powerbank noch weiter benutzen. Auf der Unterseite ist es nicht gummiert, es rutscht also über den Tisch. Etwas schade, ich finde es immer besser, wenn es leicht gummiert ist. Hier auf der Seite haben wir dann noch den Button, um quasi den Ladezustand anzuzeigen. Wir haben jetzt 29% Restkapazität.
Wenn ihr zweimal auf den Button drückt, dann könnt ihr auch den Modus einschalten, um halt eben mit geringerer Spannung laden zu können über den USB-A-Port. Die USB-C-Ports steuern das automatisch aus. Ja, das soll es eigentlich fast schon gewesen sein. Also insgesamt, wie gesagt, gut verarbeitet und macht einen sehr, sehr guten Eindruck, wie bisher alle Chooktech Powerbanks, Banken, wie auch immer, die ich hier hatte. Das Kabel macht auch einen guten Eindruck und sollte eigentlich auch halten. Nur ganz kurz einmal reingeschaut, kommen wir auch wirklich 40 Watt rein und da sehen wir jetzt relativ zügig über diese Anzeige, dass da, und so genau oder ungenau wie diese Anzeige auch sein mag, ich sage es immer gerne dazu, dass da ungefähr 40 Watt reingehen. Wir sind hier bei 37, 38 Watt, also das Ding könnt ihr schon relativ schnell wieder vollpumpen. Es sind natürlich nicht 100 Watt oder ähnliches wie bei größeren und teureren Powerbanken von Chooktech, aber es sind 40 Watt und damit geht es schon auch relativ zügig. Gleichzeitig gucken wir nochmal, was rauskommt und ich check's jetzt hier nur mal mit meinem S24 Ultra. Da kommen die knapp über 20 Watt an, die für Superschnellladen 2.0 notwendig sind. Das ist jetzt natürlich nicht die Maximalleistung, denn wir können ja, wie vorhin schon gesagt, 40 Watt rausziehen. Kann ich hier über mein S24 Ultra jetzt eben nicht tun, aber ich habe es parallel sozusagen im Hintergrund danach auch nochmal an meinem MacBook geladen und da ist es so gewesen, dass am MacBook tatsächlich dann die entsprechenden 40 Watt auch angelegen haben. Also insofern, ihr kriegt, 45 Watt, ihr kriegt also auch 45 Watt raus ohne weitere Probleme. Ja, was gibt es jetzt insgesamt zu sagen? Also, ihr bekommt eine Powerbank mit 20.000 mAh. Das ist erstmal eine ganze Menge, sollte für die meisten von euch reichen. 3 Ports habt ihr, 2 USB-C, einen USB-A. Auch das aus meiner Sicht ausreichend. Integriertes Kabel finde ich ganz cool. Macht auf jeden Fall Sinn. Etwas schade, dass man das wirklich gar nicht selber tauschen kann. Wenn es mal kaputt ist, ist es halt kaputt. Aber so ist es dann im Zweifel. Dann könnt ihr halt die anderen beiden Ports natürlich noch weiter verwenden. Vom Grundsatz her, Verarbeitung und so weiter und so fort ist für über jeden Zweifel erhaben. Druckpunkte, Taste, Display, alles mit dabei, funktioniert auch alles richtig gut und das für einen Preis, und jetzt haltet euch fest, unter 25 Euro. Das ist mein persönliches Highlight. Das Ding kostet tatsächlich im Angebot unter 25 Euro. Für mich eine absolute Kaufempfehlung. Das Ding ist für den Preis definitiv sein Geld wert. Wer noch Fragen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.